Wir machen direkt weiter. Ich habe das ja schon angekündigt, mal mit was ganz anderem, mit dem Thema Landwirtschaft. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit jetzt mit Herrn Ulrich Wagner von Wimex zusammen. Und Herr Wagner hat uns gezeigt, was für tolle Use Cases im Landwirtschaftsbereich für Datenanalytics es gibt und wird uns jetzt seinen Vortrag halten und aufzeigen, wie er in dem Bereich Data Analytics und in seiner Firma vorantreibt. Hallo, Herr Wagner. Hallo. Schön, dass ich die Gelegenheit habe, hier ein bisschen was über die Landwirtschaft und die Analytics-Themen zur Landwirtschaft erzählen kann aus Sicht eines mittelständischen vielschichtigen Betriebes. Wir nutzen das im Moment vorrangig für Controlling und BI, aber haben natürlich eine Reihe von künstliche Intelligenz-Anwendungen im Blick. Wer sind wir? Vielleicht auch ganz gut mal darzustellen, hier ein kleines Wertschöpfungsnetzwerk. Wir sind eigentlich in der Urproduktion zu Hause, vermehren Geflügelprotein, sind mit Obst und Gemüse direkt am Lebensmitteleinzelhandel und haben solche Themen wie Energiegewinnung und auch Wertschöpfung aus Energie mehr und mehr im Fokus. Der European Green Deal steht da an. Aus dem Ackerbau mit Smart Farming Komponenten und Futtermühlen ergänzen dieses Netzwerk. Das ist so ein bisschen das Thema, wo wir eigentlich zu Hause sind. Natürlich beschäftigt man sich mit Qualität, wenn man Lebensmittel produziert. Die Zertifizierer, speziell im Obst und Gemüse, über den LEH, aber auch im Geflügelbereich, sind uns immer schon auf den Fersen. Die Themen Nachhaltigkeit werden immer wichtiger. Aber heute möchte ich eigentlich ein bisschen mehr über das Thema Innovation reden, welches wir innerhalb der Gruppe unter anderem auch fokussieren. Und dort geht es vornehmlich natürlich darum, auch die Vorteile von künstlicher Intelligenz kurz- und mittelfristig für einen Mittelständler zu erschließen. Ja, wie kommen wir denn jetzt zu Analytics? Das ist anders wie bei den Großkonzernen nicht die Abteilung, sondern das ist in der Regel Chefsache. Also ich habe mich selber damit beschäftigt, schwer, dicke Bücher, oft in englischer Sprache, sehr statistisch, mathematisch angehaucht, aber überhaupt mal eine Idee zu bekommen, was steckt denn hinter diesen Begriffen und was müssen wir eigentlich können und bewerten können, um es einsetzen zu können. Also ich habe viel Lektüre gelesen, habe eine Reihe von Online-Kursen besucht, um hier das Verständnis auch auf meiner Seite erstmal zu wecken. Wie bin ich zu NIME gekommen? NIME habe ich über eine Veröffentlichung mal zu Gesicht bekommen und auch einen Vergleich verschiedener Wege dorthin. Und in dieser Veröffentlichung wurde NIME auserwählt und das hat natürlich auch bei mir das Interesse geweckt. Habe mir auch wieder Bücher angesehen und habe mir dann auch den einen oder anderen Kurs reingezogen, um eben auch festzustellen, was geht hier und womit haben wir es zu tun. Auch interessant, wir haben die ersten Anläufe unternommen, um hier Analytics ins Unternehmen zu integrieren, und zwar in einem internen Workshop vor 4 Jahren. Also ich habe versucht, in den Abteilungen, in den Bereichen das Thema vorzustellen und sozusagen die Saat zu säen. Aber ich muss leider feststellen, vor 4 Jahren war das noch zu früh. Das Korn ist noch nicht aufgegangen. Hier sieht man ein paar Slides, die ich damals präsentiert habe. Ich habe mir relativ viel mit Wecker angesehen und habe eigentlich auch recht gut gelernt, was die einzelnen Modelle und was das Datenhandling betrifft. Man hat auch die ersten visuellen Workflows mit Wecker machen können, aber da war das Tool nicht so mächtig und habe dann eben an diesen Präsentationen mal gezeigt, was NIME eben schon noch besser kann. Viel mehr Nodes, eine Integration von Wecker unter anderem und eben wie einfach es eigentlich ist, hier visuelle Workflows aufzubauen, sie zu dokumentieren und am Ende leicht zu lesen. Aber wie gesagt, das war vor 4 Jahren. Was machen wir inzwischen? Konkrete Projekte, hier an ein paar Beispielen. Fuhrpark, wir verknüpfen Buchhaltungsdaten mit digitalen Dokumentationen, ELO, elektrische Leitsordner, versuchen dort unterschiedliche Quellen zu verknüpfen. In der Kostenrechnung verknüpfen wir Buchhaltungsdaten mit Produktionsdaten.
Wir haben auch eine Anwendung selbst geschrieben, wo wir aber auch mit Buchhaltungsdaten diese Produktionsdaten jetzt zusammenbringen. Da zeige ich ein Beispiel. Wir arbeiten an einem Liquid-Tool, wo wir auch aus mehreren Quellen Access aus der Buchhaltung, aus Online-Banking-Tools, die sind meist sehr alt und sehr, sehr schwierig, und Planungsdaten aus Excel, eine Tagesliqui erstellen, und haben Beispiele aus der Warenwirtschaft mit Power BI. Am Ende geht es jetzt hauptsächlich darum, aus den unterschiedlichen Quellen eine gemeinsame Datenbasis zu erstellen. Hier mal ein Beispiel. Man sieht eben unterschiedliche Tabellen einer SQL-Datenbank. Hier ist der Nettoumsatz berechnet für den Monat Januar und Februar nur anteilig, nur als Beispiel. Aber am Ende mündet es in einer Power BI-Ansicht auf unserer eigenen Plattform, welches embedded läuft, und wir am Ende füttern über Tabellen, die wir in NIME erzeugen. Und die Controlling-Abteilung ist jetzt zunehmend in der Lage, eben diese unterschiedlichen Datenquellen zu manipulieren, zu neuen Ergebnistabellen zusammenzustellen und letztendlich zu visualisieren. Also diese Wissensbasis hatten wir vorher schon ein bisschen, also SQL-Skripte konnte man schon in diesen Abteilungen ganz gut lesen, aber jetzt ist es eben auch teilbar und den verschiedenen Abteilungen auch einfacher zu erklären. Zweites Beispiel, Warenwirtschaft aus Obst und Gemüse, ähnliches Spiel. Hier kommen eben aus der Warenwirtschaft dann dynamisch flexibel BI-Auswertungen, und wir nutzen diese wiederum in unseren eigenen Dashboards und können sie unterschiedlich aufbereiten. Da ist jetzt noch kein UI-Designer dran gewesen, aber da geht es eher um die Inhalte. Jetzt kommt ein etwas komplexeres Beispiel, und das nennen wir Migration bestehender Daten. Wir haben 30 Jahre Bestandsdaten und wollten die das 3. Mal überführen. Und die Herausforderung lag darin, dass es sehr unterschiedliche, komplexe Datenmodelle waren. Und wie gesagt, damals in MS-DOS entwickelt, vor 30 Jahren, über eine Delphi-Entwicklung, eine SQL-Server, hin zu einer jetzt modernen Webanwendung mit einem PostgreSQL-Ansatz. Und das Ganze über mehrere Workflows, das zu übertragen und dann ins Live-System zu deployen, war die Aufgabe. Das geht alles mit NIME eigentlich relativ gut. Das habe ich mal ausprobiert in einem Urlaub, wo ich sagte, das muss doch funktionieren. Ich kannte das alte Datenmodell, das neue nicht so gut, und habe mir einfach mal überlegt, wie das gehen kann, und habe das dann weitergegeben an die Abteilungen. Gesagt, so geht's, macht es einfach weiter, klont es und nutzt es für alle Bereiche. Und was ist rausgekommen? Hier ist eben das Beispiel der alten Anwendung, damals um die 2000 entwickelt, immer noch in Benutzung, und jetzt über diese Migrations-Workflows und auch einem Team von mehreren Leuten, die wirklich, es war viel Fleißarbeit. Das ist ein Auszug einer Tabelle, wo über viele Jahre dann die unterschiedlichen Bereiche auch dokumentiert wurden, die schon vorhanden sind, um sie zu migrieren. Also es war ein mehrschichtiger Prozess. Am Ende aber die Überführung in das neue System und hier auch die Markierung, dass sie migriert sind, um nachher bei der Qualitätsüberprüfung zu sehen, ob alles da drüben angekommen ist. So schaut so ein Workflow aus. Der ist schon etwas komplexer. Links die Datenquellen, das alte Datenmodell und darunter das neue Datenmodell, nur Auszüge daraus, weil es jetzt nur ein Workflow ist, nämlich der für Pflanzenschutzmaßnahmen. Man sieht Zahlen von 0 bis 13. Die habe ich mir einfach dazu geschrieben. Warum? Das sind überall Bereiche, wo gejoint oder gefiltert wird, und am Ende eine übergeordnete Komponente, wir haben die Qualitätskontrolle genannt, die am Ende auch zeigt, wie viel denn beim Migrieren rübergekommen ist. Also man sieht hier, das ist das Jahr 2019, die Maßnahmen, die starten bei 22.000 Maßnahmen und gehen dann irgendwie auf knapp 800-900 runter, was auch pro Jahr wichtig ist. Aber wichtig ist eben auch zu sehen, wo hat er nicht gematcht, wo haben wir vielleicht Daten verloren. Und wir müssen den Workflow anpassen, damit die Daten auch übergehen. Das sind mehrere Schritte. Hier ein kleines Beispiel mit Metanodes und Komponenten, um das in der Komplexität kleiner zu machen. Hier ein Beispiel einer Umwandlung. Man sieht aus den einzelnen Spalten, die ursprünglich im Datenmodell vorhanden waren, aus unterschiedlichen Tabellen,
werden JSON-Formate, wie das neue System es eben benötigt. Das ist alles machbar mit NIME. Man muss halt nur entsprechend die Komplexität rausnehmen. Dann ein weiterhin großer Workflow ist die Integration dieses Datenmodells in Power BI Auswertungsstrukturen. Hier ziehen wir eben die Daten raus und produzieren Zwischentabellen, was ich vorhin schon erwähnt habe. Hier ist schon ein vollwertiger Workflow. Auch hier ein Beispiel, wir nutzen genauso die Variablen, die Metanodes, um eben diese Workflows auch zu steuern. In dem Fall zum Beispiel Schreibrecht ja, nein. Solange wir daran arbeiten, brauchen wir nicht schreiben. Wenn der Workflow funktioniert, dann schreiben wir in die Datenbanken. Und man sieht das Ganze, jetzt kommt auch der weitere Schritt, der wichtig ist, Nutzung des NIME-Servers, dass diese Workflows eben tatsächlich auch über Schedules oder Scheduler zeitabhängig gesteuert automatisierte Prozesse übernehmen. Hier in dem Beispiel alle 30 Minuten werden die Daten in die richtige Formatierung gebracht und verfügbar. In diesem Beispiel eben auch in der Power BI-Plattform mit Anzeige der letzten Aktualisierung, gemischte Daten. Das geht ja genauso. Das ist ja der Vorteil auch, dass wir da sehr heterogene Ökosysteme zusammenbinden und unterschiedliche Tabellen auch in verschiedenen Reitern hier handeln können. Ja, wenn wir rein weggehen jetzt von diesen Automatisierung oder Aufbereitungsworkflows, auch ein Anspruch, den wir haben, dass wir Daten, die wir im Unternehmen haben, eben aufbereiten und nicht händisch zu pflegen haben, sondern es sollen eigentlich aus den Daten kommen. Hier ist mal ein Beispiel, dass Daten als 30-jähriger Schnitt irgendwo ins System eingespeist werden, um eben als Informationsquelle aufzudienen. Also es muss keiner händisch irgendwo erfassen und eintragen, sondern das ist vorhanden. Ja, wenn wir von dem Mining-Ansatz mal zu den Analytics selber kommen, habe ich ja gerade auch schon gehört, das ist auch meine Erfahrung, es ist doch äußerst komplex. Es gibt die unterschiedlichsten Frameworks, die unterschiedlichsten Installationen und in der Regel schwer zu lesende Codefragmente. Und die sind nicht so einfach zwischen den Abteilungen auch wirklich zu handeln, weil das doch andere Wissensbereiche sind und nicht die Sprachen sind nicht überall gleich. Und Data Scientisten sind in mittelständischen Unternehmen eben eher die Minderheit und die lassen sich so relativ schwer von außen managen, weil sie eigentlich eine Insel darstellen, die schwer vermittelbar ist. Hier sind schon typische Beispiele, die dann eben gemacht werden, irgendwelche R-Skripte, Python-Themen. Das ist von der Dokumentation überschaubar und vor allem auch von der Integration sehr, sehr schwer denkbar. Dann waren die ersten Ansätze auch eher die R-Skripte, hier die ersten Gehversuche, dass wir Ertragsprognosen versuchen aufzustellen. Aber auch diese R-Skripte sind, wie gesagt, schwer zu lesen und schwer zu handeln. Das Ganze, wenn wir mal in NIME denken, sieht dann so aus, wir lesen wieder aus unseren Datenbanken, wir breiten sie auf und versuchen eben entsprechend auch ein Modell zu etablieren und entsprechende Ausgaben. In dem Fall werden die Ertragskurven jetzt schon etwas klarer. Das sind jetzt unterschiedliche Fruchtarten, Weizen, Winterraps. Man sieht schon die Abhängigkeit der Bodenqualitäten. Das zeigt die untere Achse zu den Relativerträgen. Unterscheiden sich hier im Mais erst recht. Das heißt, auf den besseren Böden kommt hier der Mais besser mit zurecht, mit den Erträgen als Getreide zum Beispiel. Aber das sind eben Mittelwerte, letztendlich auch eine schöne Aussage, die wir natürlich jetzt mehr und mehr treffen können. Wir schauen uns die Zeitreihen an über fast 30 Jahre, sehen, dass der Ertrag immer mehr schwankt. Das sind die beiden orangen Linien, die Extreme nehmen zu, unten ist die Standardabweichung. Also wir erkennen schon, dass der Klimawandel sich auch bei uns in den Produktionszahlen, in dem Fall der Ernte, niederschlagen. Also hat es eine Relation auch zum Klima. Das ist dann der untere Teil, wo wir jetzt mal versuchen, langsam das Klima im Verhältnis zu den Erträgen zu bringen, neben dem Boden. Hier sind auch diese 20, 27 Jahre Niederschlagsverteilung über die Monate 1 bis 12. Die helfen mir im Kalenderjahr nichts, muss ich wieder umgruppieren in Erntejahre, muss die wieder in die Monate packen, die letztendlich für den Ertragsaufbau relevant sind. Und zarte Versuche, sie zu gewichten, indem wir uns einfach überlegen,
wie ist ein Regen im Januar versus ein Regen im Mai zu werten. Und dann fängt man an und versucht, die ersten Abhängigkeiten des Ertrages zu Niederschlags- oder auch Qualitätsparametern zu kriegen. Also das ist so der erste Ansatz, um in den nächsten Schritt in Modellierung zu gehen und versuchen, diese Abhängigkeiten auch zu finden. Dann, was haben wir noch für Ansätze? In dem Fall hier Labeln von Fruchtarten in Polygonen, in Flächenpolygonen, und das sollen Trainingsdatensätze werden für die Fruchtartenerkennung. Über Fernerkundung lassen sich die Fruchtarten relativ gut erkennen, aber die Labels in dem Fall müssen als Trainingsdatensatz auch erstmal existieren. Und das ist auch ein Ansatz, den wir im NIME verfolgen, hier diese Trainingsdatensätze einfach rauszuschreiben. Die können auch noch aus anderen Daten kommen. Wir sammeln Punktdaten von Maschinen. Hier ist ein Beispiel, wie eine Maschine auch unterschiedlich dokumentiert, was sie sät. In dem Fall waren es Mais, Sorghum und Sonnenblumen. Und aus diesen Informationen lassen sich eben weitere gewinnen. Was tun wir noch? Das ist ein Ansatz, der schon ein bisschen tiefer geht, aber auch eher in der Versuchsebene. Wir wollen auch Deep Learning-Ansätze probieren. In dem Fall zum Beispiel Feldsegmentierung, also Erkennen unterschiedlicher Felder. Da geht es dann auch schon darum, die Feldgrenzen zu erkennen oder am Ende auch letztendlich Fruchtartenerkennung und andere Dinge damit tun zu können. Ja, was haben wir am Ende, wenn ich die Zeit zurückblicke, für Lessons Learned? Ich denke schon, dass unsere AI-Kompetenz und das Mining im ersten Schritt auf jeden Fall auch in unserem Sektor sehr wichtig werden. Und wir hoffen uns schon Effizienzsteigerungen, weil wir dürfen nicht mehr spritzen, mehr düngen. Wir dürfen es vielleicht intelligenter tun. Wir dürfen bessere Entscheidungen treffen, aber müssen eben dazu die Technologie einsetzen. Es gibt eine Unzahl von Tools und Möglichkeiten, diese Entscheidung zu unterstützen, aber es ist auch wichtig, dass wir die richtigen Werkzeuge dazu wählen. Denn die Integration dieser Werkzeuge und Anwendungen in bestehende Infrastrukturen, die müssen sich leicht integrieren lassen. Sonst haben wir lauter Inseln, die sich auch für uns sehr, sehr schwer verbinden lassen. Und nachdem wir eben zwar nicht klein sind in unserem Sektor, aber im Vergleich zu Bosch und anderen großen eben nicht ganze Abteilungen mit Spezialisten haben, ist es oft nur einer und der ist allein und nur schwer zu integrieren. Also brauchen wir etwas, wo wir die gleiche Sprache sprechen mit den Domänenwissenden, damit wir auf derselben Ebene auch diskutieren können. Und hier bieten sich die NIME Workflows hervorragend an, denn wir können wirklich die Workflows sharen und alle Beteiligten verstehen den Inhalt und den Weg der Daten sehr, sehr leicht. Und deswegen war die Analytics-Plattform für uns eigentlich ein sehr guter Einstieg, diese Erfahrung auch zu sammeln. Aber bis zur Analyse gehen diese kostenlosen Tools, aber wenn wir Produktivsysteme denken, ja, dann brauchen wir natürlich mehr. Und hier kommt der NIME-Server ins Spiel, dass wir neben den gemeinsamen Workflows und Komponenten eben auch automatisierte Workflows hinbekommen. Und das ist auch ein Thema, gerade wenn es um Controlling geht. Der Audits und der Wirtschaftsprüfer, wie haben die denn die Zahlen ermittelt, die Planungen, wie revisionssicher sind wir? Auch hier bietet sich der Server an, das dokumentiert. Und im Moment haben wir eigentlich das Controlling-Tagesgeschäft als aktuelles Thema und da sind wir im großen Stil dabei, dieses zu integrieren, also dieses Know-how, NIME Workflows, und sind dabei auch die Kompetenz in alle anderen Unternehmensbereiche auszurollen und diesen Technologie-Stack eben als Unternehmens-Know-how zu etablieren. Die AI-Kompetenz, da müssen wir erst mit dem Verständnis der Daten reifen, das tun wir, fangen wir an, und das geht eben schon, wenn wir diese Analyse- und Manipulationsworkflows benutzen, dann verstehen wir immer mehr, welchen Datenschatz wir haben, aber hier ist sicherlich noch Luft nach oben. Das Deployment ist die nächste große Herausforderung für AI-gestützte Services, intern wie extern. Das ist noch eine Baustelle, die wir letztendlich noch nicht so besetzen. Aber in einem Server erlaubt uns die Automatisation und die Integration in diese Deployment-Architekturen der Zukunft. Wenn ich das Ganze jetzt mal an einem Schaubild versuche zu demonstrieren, wo wir heute stehen, dann ist es ganz klar, wir können die Probleme des täglichen Geschäftes formulieren, wissen, wonach wir suchen. Unsere Leute können inzwischen die unterschiedlichen Datenquellen, und wir haben eine ganze Menge und sehr heterogene Landschaften, Silos, ganz klar, aber die können wir anzapfen, die Daten bekommen wir.
Wir sind auch relativ weit in dieser Aufbereitung, aber da sind noch einige auch am Probieren. Hier müssen wir noch ein bisschen in die Breite gehen. Visualisieren klappt schon hervorragend, eigene Plattform, eigene BI-Kompetenzen und somit kriegen wir das relativ gut auch visualisiert und somit kommuniziert. Und hier beginnen wir beim Untersuchen der Daten, die Abhängigkeiten festzustellen, eben auch gerade erst Teile werden schon gemacht, Teile werden probiert. Dann kommt eigentlich der entscheidende Schritt, das Modeling, wo wir am Anfang jetzt noch testen, wo wir noch gar nicht im Operativen sind. Und somit wird natürlich Deployment und das Betreiben dieser Produktivsysteme noch die große Herausforderung bleiben, die wir uns demnächst stellen werden. Ja, soweit von meiner Seite. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen zur Verfügung. Wow, herzlichen Dank für diesen wirklich wahnsinnig innovativen Vortrag. Ich würde gerne noch meine Kollegin dazu nehmen. Ich habe die Eva vorhin schon kurz vorgestellt. Die Eva macht Customer Success bei uns und hilft mir heute, die Q&A zu moderieren. Eva, gibt es denn Fragen aus der Community für Herrn Wagner? Hallo Herr Wagner, wir haben schon einige Fragen bekommen. Einen Kommentar würde ich gern vorlesen. Ein schönes Beispiel, bestehende Datenstrukturen modern mit NIME analysierbar zu gestalten. War diese Migration bei der WiMax komplett mit internen Mitarbeitern gestaltbar oder wurden Beratungen hierfür eingebunden? Was waren die Erfolgsfaktoren? Es wurden tatsächlich nur bedingt Berater eingestellt oder eingebunden in dem Fall. Wir haben in der Geschäftsführung relativ hohe IT-Kompetenz, haben auch eine relativ gute IT-Abteilung. Zusätzlich ein IT-Unternehmen, welches sich mit Entwicklung von Web-Applikationen beschäftigt und Big Data. Also da sind wir zumindest zu Hause. Wir haben uns schon damals bei der Integration von Power BI Embedded mit einem Spezialisten mal auseinandergesetzt, um auf der Seite die Tools abzuwägen und dann uns dafür entschieden, diese Tools zu nehmen. Und NIME habe ich weitgehend eruiert und so ungefähr als Stack mit eingebracht, aber inzwischen auch akzeptiert von allen. Wir hatten dann noch Konkurrenzprodukte von anderen Unternehmen, die das auch vorgestellt haben, aber ich konnte es erfolgreich verteidigen und mich durchsetzen, dass ich am Ende gesagt habe, das ist eigentlich die richtige Kombination für unser Unternehmen. Sehr beeindruckend, vielen Dank.